Hallo und willkommen, ich bin Michael von Videotaxi und ich zeige euch jetzt, wie ihr eine Transkription erstellt mit Videotaxi. Voraussetzung ist, ihr habt eine Datei aufgenommen, entweder als Video MPEG-4 oder auch als Audio MPEG-3. Andere Formate verarbeiten wir natürlich auch, aber das sind so die gängigsten. Ihr nehmt also dann die Datei und die habe ich jetzt hier mal vorbereitet. Die wird dann hier einfach rübergezogen per Drag and Drop. Und jetzt lädt das System die Datei hoch. Die bekommt dann gleich einen Status, nämlich wartend. Hier unten seht ihr schon, hier wird die Datei umgewandelt. In dem Fall ist es jetzt eine Audiodatei, eine MPEG-3-Datei. Und die ist kurz, muss man sagen. Die ist 3 Minuten lang und deshalb auch schon so schnell fertig. Wir hören mal rein. Ich darf Sie begrüßen zur Sitzung Betriebsausschuss VHS, der erste in dem Jahr. Ganz herzlich willkommen alle Damen und Herren Gemeinderäte, So, Ausschussmitglieder. da ist auch ein bisschen schwäbischer Einschlag mit drin, aber unsere KI kann damit gut umgehen. Wie funktioniert das jetzt mit der Transkription? Ihr seht hier links in der Dateiansicht, seht ihr weitere Menüpunkte und wir gehen zum Punkt Untertitel. Und dort fügen wir einen neuen Untertitel dazu. Der Vorgang ist identisch mit der Erstellung der Transkription. Die Transkription ist quasi die Basis für die Untertitel. Es ist die Umwandlung der Sprache des Gesprochenen in Text. Wir fügen jetzt einen neuen hinzu. Wir geben ihm meistens den Namen der Sprache, nämlich dass es ein deutscher Untertitel ist. Hoppla, so Deutsch. Und wie möchte ich den erstellen? Nun, ich habe ja noch keinen. Das heißt, ich möchte den jetzt aus der Audiospur der Datei erstellen. Und jetzt sage ich nochmal, weil es gibt auch Dateien, die haben mehrere Spuren und diese hat jetzt nur eine, bitte aus dieser Audiospur. Und jetzt möchte er nochmal wissen, was ist die Sprache, die dort gesprochen wird. Das ist Deutsch und ob ein Wörterbuch zum Einsatz kommen soll. Ihr könnt nämlich Wörterbücher anlegen mit euren Spezialbegriffen und dann greift die KI drauf zurück. Haben wir jetzt nicht, könnte man aber machen. Und ich könnte jetzt auch übersetzen lassen, das machen wir aber auch nicht. Und jetzt bestelle ich den Untertitel, indem ich hier draufklicke und sage Untertitel erstellen. So, und ihr seht schon, das System legt los. Hier habt ihr diesen Fortschrittsbalken und wenn der dann hier am Ende ist und hier oben ein UT erscheint, dann ist der Untertitel fertig erstellt. In der Zwischenzeit kann man einen Kaffee trinken oder auch was anderes. Und dann habe ich eine fertige Untertitel- bzw. Transkriptionsdatei. Das warten wir jetzt mal ab. So, jetzt sind wir fertig. Man sieht schon hier am UT, dass der Untertitel erzeugt ist und ich kann mir diesen jetzt anzeigen lassen. Das heißt also, ich bekomme jetzt hier eine Übersicht, was wurde eigentlich gesagt. Und ich gehe jetzt hier rein und lasse das auch mal ablaufen. Ich darf Sie begrüßen zur Sitzung Betriebsausschuss VHS, der erste in dem Jahr. Ganz herzlich willkommen alle Damen und Herren Gemeinderäte, Ausschussmitglieder, der Presse. So, das ist schon sehr gut. Hier gibt es zum Beispiel ein bisschen was zu korrigieren. Ich könnte jetzt hier ein Komma einfügen, wenn ich das möchte. Könnte also hier schon erste Korrekturen machen. Und dann haben wir hier noch eine Besonderheit. Das System kann Sprecher erkennen, aber es weiß natürlich nicht, wer exakt gesprochen hat. Und deshalb muss ich hier den Namen mitgeben. Das könnte jetzt der Max Muster gewesen sein von der Testpartei. Kann man jetzt hier mit eintragen. Warum ist das wichtig? Weil ich später dann mit künstlicher Intelligenz auch das Ergebnisprotokoll erstellen lassen kann. Und dafür ist eben der Kontext sehr wichtig, wer hat gesprochen. Ihr seht also schon, überall, wenn Max Muster gesprochen hat, dann wird das hier auch gleich automatisch ergänzt, denn hier hat jemand anders gesprochen. Hören wir mal rein. Ja, vielen Dank, dass Sie für das Thema heute Okay, eine andere Stimme, hierher eine andere gekommen Person. sind. Wir müssen uns jetzt doch nochmal mit dem Jahr Das war 2022 jetzt die, beschäftigen, auch wenn wir... früher hieß die Erika Mustermann, glaube ich. Genau, das war zum Beispiel, glaube ich, immer die auf den Ausweisen. Nennen wir sie mal so. Erika Mustermann. So.
Und dann habe ich das Ganze zugeordnet. Ich kann das jetzt speichern und gleichzeitig kann ich jetzt natürlich mir, und das ist das Spannende, natürlich für die Weiterverarbeitung das Transkript runterladen. Das mache ich jetzt auch. Hier ist das. So sieht das dann aus. Das ziehe ich jetzt mal groß. Es sind ja nur 3 Minuten Test gewesen ungefähr, aber ihr seht schon, der Speaker wurde hier ergänzt und ich habe jetzt hier den kompletten Text, kann den kopieren, kann den weiterverarbeiten, in eine KI schmeißen, kürzen, mit einem anderen speziellen Tool bearbeiten. Alles, was ich machen möchte, kann ich jetzt tun, weil ich eben diese Information habe. Das war's. Das ist die Transkriptionserstellung mit Videotaxi. Super leicht, super genau, sehr hohe Trefferquote und damit natürlich sehr effizient, um Zeit zu sparen. Danke fürs Zuschauen.